Das Beet hier war früher mal richtig hübsch, ist jetzt aber seit Jahren zugewuchert. Ich mache daraus jetzt ein buntes Blumenbeet für die Bienen und andere Insekten. Im August 2019 begann dieses zweite Großprojekt im Garten meiner Eltern. Ich hatte mir vorgenommen, dieses alte Beet wieder schick zu machen. Doch dafür mussten erstmal die Randbegrenzungsplatten raus. Diese alten Betonplatten hatten das Beet jahrelang in Form gehalten. Wir werfen sie aber nicht einfach weg, sondern machen daraus später noch was ganz Originelles. Hier sind ganz schön viele Himbeeren, aber die möchte ich nicht einfach wegwerfen, die pflanze ich um. Hier drüben haben wir schon eine Reihe angefangen, da passen die gut noch mit dazu. Der ist schön. Das hier ist eine Lilie, das ist eine Brennnessel, das ist eine Ackerlei, das hier unten ist Waldmeister, da sind noch Himmelschlüsselchen mit drin, Walderdbeeren und eine Ranunkel. Und jetzt muss hier erstmal alles umgegraben werden. Die wirkliche Herausforderung bei diesem Beet ist, die Nutzpflanzen von den Wildpflanzen zu trennen. Aber ich wusste, was ich behalten wollte, das war von Vorteil. Alles voller Moos hier. Und schon wieder ein Stein. Stück für Stück grub ich mich vorwärts. Dafür musste auch etwas vom Waldmeister weichen, um das Moos komplett herauszuholen. Aber die Walderdbeeren behielt ich natürlich alle, denn damit hatte ich etwas ganz Besonderes vor. Die muss ich auch alle wieder einpflanzen. Wow, das ist ein Riesenhaufen Erdbeeren. Dann pflanzte ich die Ranunkeln wieder ein. Anschließend sortierte ich die Walderdbeeren. Ich reihte sie auf und grub einen Graben. Dort wurden sie in Reihe eingelegt und zugebuddelt. Ganze 3 Reihen wurden es. Und dann musste ich auch schon wieder los. Mein Urlaubstag war zu Ende. Letzte Woche war es unglaublich heiß, 32 Grad. Und innerhalb von einer Woche ist die Temperatur gefallen auf 15. Deswegen habe ich hier jetzt auch einen Pulli an, lange Hose. Letzte Nacht hat es hier geregnet. Irgendwas zwischen 20 und 40 Litern pro Quadratmeter und es ist patschemade nass. Mal schauen, wie weit ich heute hier komme. Ich werde außerdem noch an einem anderen Projekt weiterarbeiten. Vielleicht habt ihr das schon gesehen auf meinem Kanal, dass ich hier einen kleinen Bachlauf gestalten will. Das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch und wie man sieht, habe ich hier noch ein paar Meter vor mir. Hier ist außerdem der Wein. Da haben wir unglaublich viel geerntet dieses Jahr. Der wird dann im Dezember, Januar wieder geschnitten. Könnt ihr live dabei sein.
Die müssen wir erstmal rausnehmen. Eine Woche später ging es wieder weiter mit Begrenzungsplatten raushebeln. Die standen wirklich fest und hätten dort wahrscheinlich noch 50 Jahre oder länger gute Dienste geleistet. Doch je weiter ich an die Forsythienhecke kam, desto mehr fiel mir auf, was da im Beet alles lag. Guck mal, da ist richtig viel Efeu. Hey. Daraus kann man sicher was Schönes basteln. So, ich habe hier jetzt erstmal alles an Efeu rausgesammelt. Ist ein guter Haufen geworden. Nachdem ich den Efeu für später eingelagert hatte, ging die Zerstörung weiter. Erst lockern und dann jäten. Insgesamt habe ich aus diesem Beet über 5 volle Schubkarren an Unkraut rausgeholt. Das hier ist übrigens Giersch. Giersch kann man essen, wenn die Blätter noch klein sind und gekräuselt, aber so groß oder wenn die Blätter auch nur so sind, schmeckt es schon sehr bitter. Das heißt, man kann es eigentlich nicht wirklich verwenden, aber es verbreitet sich unglaublich schnell und das Problem ist, es verbreitet sich unterirdisch durch kleine Wurzeln und diese kleinen Wurzeln reißen sehr schnell ab und wenn die einmal abgerissen sind und trotzdem im Boden bleiben, dann kommt daraus wieder eine neue Pflanze und man hat den ganzen Spaß wieder im Garten. Giersch zählt deswegen zu den schlimmsten Gartenunkräutern zusammen mit Ackerschachtelhalm, die man eigentlich nicht im Garten haben möchte. Deswegen muss ich hier echt aufpassen, dass ich alle erwische. Dann haben wir hier verschiedene Narzissenarten.